Yo, Peace Leute und willkommen zum zweiten Part von Dear Esther. Wir haben im letzten Part das erste Kapitel abgeschlossen und werden in diesem das zweite Kapitel abschließen, denn wie gesagt, werde ich es einfach so machen, dass ich pro Part ein Kapitel mache. Ich schätze mal, das sollte dann ganz gut hinkommen. Ja, mit der wundervollen Musik begeben wir uns weiter. Was ist denn das da? Oh. Ja, da möchte ich schon runter. Das sieht krass aus. Sind da mehrere Schiffe? Ja. Und Container und sowas. Es wurde ja auch gesagt, das Wasser ist so verschmutzt, dass keine Fische mehr leben können. Vielleicht kommt es ja daher. Vielleicht war in diesen Containern irgendwas drin, was für das Wasser hier in der Umgebung nicht gut war. Oh, die Musik wurde gerade ein bisschen creepy, Alter. Ich will sagen. Ja, das ist richtig creepy. Oh, also 3 Schiffe oder so, ne? Ja, da hinten 1 und da 2. Das hat so fast irgendwas, irgendwie was postapokalyptisches so ein bisschen. Vielleicht kann man sich hier ein bisschen umschauen. Ja, überall Kisten, Container, was auch immer. Das ist richtig krass. Hier vorbei? Ja. Zum Glück hat das Ganze keine unsichtbaren Wände. Das würde irgendwie so ein bisschen die Atmosphäre kaputt machen. Ins Wasser gehe ich jetzt, glaube ich, nicht. Ist das da hinten? Ah, okay. Nur so eine Boje oder sowas. Das hat echt schon ein bisschen was Postapokalyptisches schon fast. Ich laufe mal hier lang. Ich denke nicht, dass es hier großartig weitergeht, aber sieht halt schon krass aus, ne? Oh, da ist was. Boah, ich kann es kaum lesen. Moment. There must be a hole in the bottom of the boat. How else could new hermits have arrived? Neuen Einsiedler? And neither did... Oh Gott, ich kann es nicht lesen. And neither did... Das dahin kann ich nicht... Kriegen wir irgendwie einen besseren Winkel? Okay, ist wieder irgendwas eingezeichnet. Ich kann hier ein bisschen auf die Steine gehen, aber... Ich kann es nicht erkennen. Ja, und hier komme ich nicht über die Steine rüber. Ne, ich kann es nicht erkennen, sorry. Vielleicht konntet ihr es ja erkennen und konntet es für euch lesen. Ich habe da anscheinend so schlechte Augen für, um das Ganze zu erkennen. Da stand auf jeden Fall irgendwas auf dem Schiff. Also er hat auch was von neuen Einsiedlern gesagt. Kann mit diesen Schiffen neue Menschen hierher? Oder? Ich meine, die Container und so... erinnert mich ja schon fast ein bisschen irgendwie an Menschenhandel oder so. Vielleicht waren in den Containern ja Menschen drin. Ah, Kidney Stones. Also war da vorher noch was mit Steinen im Magen gesagt. Your outline and your speech both blurred. Now my stones have grown into an island and made their escape, and you have been rendered opaque by the car of a drunk. Das war richtig geil mit diese Steine sind jetzt ein Land geworden. Und der zweite Teil von wegen mit dem Auto eines Säufers wurde Esther, also ich schätze mal, er redet dort gerade zu Esther, von einem Betrunkenen einfach mit dem Auto erwischt. So hört sich das Ganze für mich gerade an. Ich gehe jetzt mal weiter nach oben. Da hinten in der Ferne leuchtet so eine Antenne. Guck mal, da oben ist ist das Haus, wo wir am Anfang waren? Nein, bestimmt nicht. Nein. Das Haus am Anfang war ja direkt an der Küste. I've looked deep into the mountain from the shaft and understood that I must go up and then find the way under. I will stash the last vestiges of my civilization in the stone walls and work deeper from there. I'm drawn by the aerial and the cliff edge. There is some form of rebirth waiting for me there. Eine Art Wiedergeburt. Okay, also scheint die Antenne unser Ziel zu sein. Hier ist nichts drin. Ist das ein alter Stall oder sowas? Ja. Also die Antenne zieht ihn an. Also sie haben wir da hinten ja auch gerade eben schon leuchten gesehen. Und dort soll ihn eine Art Wiedergeburt erwarten. Ich weiß, was ist im Haus da hoch? Ja, da leuchtet diese
Antenne, die er wahrscheinlich meint. Weit, weit in der Ferne. Und er muss erstmal nach unten, um einen Weg nach oben zu finden. Habe ich noch ein bisschen mitgelesen. The bothy was constructed originally in the early 1700s. By then, shepherding had formalized into a career. The first habitual shepherd was a man called Jakobsen, from a lineage of migratory Scandinavians. He was not considered a man of breeding by the mainlanders. He came here every summer whilst building the bothy, hoping eventually that becoming a man of property would secure him a wife and a lineage. Donnelly records that it did not work. He caught some disease from his malcontented goats and died 2 years after completing it. There was no one to carve white lines into the cliff for him either. Okay, da haben wir so ein bisschen Backstory darüber gekriegt, wie diese Hütte hier entstanden ist. Und das ist wohl einer der ersten, der hier gelebt hat, dieser Jakobsen war. Und Donnelly wurde jetzt wieder erwähnt. Ist Donnelly hier irgendjemand? Das ist wieder so eine Malerei an der Wand. Also Donnelly, ist das irgendwie jemand, der hier auch auf der Insel war, den das Ganze interessiert hat? Weil er hat ja gesagt, Donnelly vermerkte, dass dies nicht geklappt hat. Also hat Donnelly ja irgendeine Ahnung davon, was hier abging. Und das ist also die Hütte, die der Herr fertiggestellt hat, 2 Jahre bevor er dann gestorben ist an irgendeiner Krankheit, den ihm seine Schafe übergegeben haben. My heart is landfill. These false dawns waking into the still never light. I sweat for you in the small hours and wrap my blankets into a mass. I've always heard the waves break on these lost shores, always the gulls forgotten. I can lift this bottle to my ear, and all there ever is for me is this Hebridean music. Oh. Also die Dialoge, diese Metaphern, das ist richtig einfach geil. Okay, hier geht's wieder nach unten. Gehen wir einfach mal hier entlang. Es hat schon so ein bisschen was Bedrohliches, hat das Ganze. Dieser Wind, der hier fegt und so. Ich glaube, man könnte hier runterfallen. Ich habe gerade so Schiss, hier irgendwo runterzufallen einfach. Das wäre echt nicht so cool. Das da hinten sah gerade aus wie ein Schatten. Also wie gesagt, so ein bisschen creepy Atmosphäre hat das Ganze schon irgendwo, aber auf der anderen Seite einfach auch eine wunderschöne Atmosphäre. Komme ich gerade wieder zu den Schiffen? At this point, Donnelly was going insane. The syphilis tore through his system like a drunk driver. He's not to be trusted. Many of his claims are unsubstantiated, and although he does paint a colourful picture, much of what he says may have been derived directly from his fever. But I've been here, and I know, as Donnelly did, that this place is always half imagined. Even the rocks and caves will shimmer and blur with the right eyes. Okay. Der Herausgeber, jemand hat ein Buch über diesen Donnelly geschrieben wahrscheinlich. Oder vielleicht auch über diese Insel. Und Donnelly hatte also Syphilis. Durch das er wohl um den Verstand gekommen ist. Aber es hat sich so angehört, als ob wir Donnelly kannten. Er hat ja gesagt, ich war hier. Also war er vielleicht zu dem Zeitpunkt hier, als Donnelly verrückt wurde? Even though he'd been dead nearly 7 months, his body had been frozen right down to the nerves and had not even begun to decompose. His fingernails were raw and bitten to the quick. They found the phosphorescent moss that grows in the caves deep under the nails. Whatever he'd been doing under the island when his strength began to fail is lost. He'd struggled halfway up the cliff again, perhaps in a delirium, perhaps trying to reach the bothy's fire before curling into a stone and expiring. Krass, einfach nur krass. Jetzt laufen wir hier durch ein, durch ein ehemaliges Schiff. Und da ist eine Höhle, schon wieder. Ist das vielleicht die Höhle, wo dieser Jakobsen fast drin gestorben ist, bevor er sich dann nach oben gezogen hat? Climbing down to the caves, I slipped and fell and have injured my leg. I think the femur is broken. It is clearly infected. The skin has turned a bright, tight pink, and the pain is crashing in on waves, winter tides against my shoreline, drowning out the ache of my stones. I struggled back to the bothy to rest,
But it has become clear that there is only one way this is likely to end. The medical supplies I looted from the trawler have suddenly found their purpose. They will keep me lucid for my final ascent. Allerletzten Aufstieg. Ich gehe jetzt nach rechts und in die Höhle. Ich glaube, wir gehen mal in die Höhle. Auch wenn ich nicht weiß, was uns hier erwarten wird. Und wie gesagt, so ein bisschen creepy Atmosphäre hat das. Und natürlich dunkle Höhlen sind dann natürlich ganz und gar nicht gut. Da brennt eine Kerze. Haben wir die angezündet, oder? Also es hieß ja, wir sind schon mal irgendwie in die Höhle gefallen. Was ist das für ein Schimmer? Ah. Oh Gott! Alter! Das hat mich gerade richtig erschrocken. Jacobson. Ist das wie eine Nachricht? Sind wir jetzt gerade das, was er gerade gesagt hat, dass wir runtergefallen sind? Ist das jetzt gerade passiert? Ja. The torch is failing along with my resolve. I hear the singing of the sea creatures from the passages above me, and they are promising the return of the gulls. Also ist das Ganze so, dass das Ganze, was er erzählt, er hat ja gerade erzählt, er ist runtergefallen, hat sich den Oberschenkelknochen gebrochen. Ist das jetzt gerade passiert oder ist er nochmal sozusagen runter? Weil er hat ja gesagt, irgendwas von wegen letztem Aufstieg. Und wie sieht das denn hier aus? Das sieht ja richtig krass aus. Hier auch wieder irgendwelche Malereien an der Wand. Aber wie gesagt, wir machen pro Part ein Kapitel. Das ist, glaube ich, das kürzeste Video, welches ich jemals gemacht habe also von einem Let's Play. Aber ich würde trotzdem sagen, hoffentlich hat es euch gefallen. Oh, die Mucke. Alter, creepy. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part wieder dabei. Peace up und haut rein.